Alright, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Und wir sind auf W50 und jetzt gibt es hier so eine kleine Analyse. Einen schönen, herkömmlichen, klassischen Gildenvergleich bei mir. Ja. W50. Vor meinem Urlaub gab es da ja die Situation, dass Streamland sich im Prinzip aufgelöst hat. Die Hintergründe wurden da schon so ein bisschen erläutert. Ihr habt in den Kommentaren noch ein oder zwei Sachen geschrieben, auf die will ich jetzt gar nicht mehr eingehen. Tut mir auf jeden Fall leid. Das Thema ist ja letztendlich auch durch. Da ist natürlich jetzt ein bisschen Bewegung passiert und wir wollen uns erstmal unvoreingenommen die Ehrenhalle angucken. Wie sieht es da denn aus? Im Moment haben wir Mr. Grimm auf 370. Derjenige, der hier das höchste Level hat. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Mr. Grimm. Lustigerweise, muss man schon mal sagen, hat er das Level mit diesen Legisteinen und, warte mal, ich muss gerade überlegen. Ne, ich vergesse das, ne? Ja, nee, okay, alles klar. Es sind nicht die höchsten Legisteine, die möglich sind. Ja, das wollen wir schon mal sagen. Aber trotzdem vom Level her 370, da ist jetzt keiner höher. Er ist ja auf jeden Fall Berserker. Universe ist da bei 362, Zombie, Halogen sind da noch dazwischen, auch ein relativ hohes Level, aber es gibt auch andere Klassen, Pikachu, Flaku, die mit 366 dazwischen reinsteigen und ansonsten ist, glaube ich, erstmal keiner über 360. Nichtsdestotrotz darf man erstmal sagen, dass der Server immer noch eine große Bandbreite an High-Level-Spielern hat. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist kein Bier, weil er leider auch Assassine ist. Ob er jetzt gerade nur irgendwie Ressourcen sammelt, weiß ich nicht. Oder ob er frisch inaktiv gegangen ist. Also ich hoffe es natürlich nicht, gerade als Assassinen-Fan, aber könnte sein, dass er verloren gegangen ist. Er ist natürlich nicht der höchste Assassine gewesen, da ist gerade Mace dabei, sowieso. Assassinen sehr weit oben. Aber natürlich Seraphim weiß man, dass er ein guter Spieler ist und Mace hat sich in der Holzfällerhütte auch sehr stark bewährt. Und wenn natürlich allgemein erfahrene, starke Spieler unterwegs sind, dann kriegen die jede Klasse gut gebacken. Aber es sind noch ein paar andere Assassinen dabei. Also gut, ich wollte jetzt eigentlich zwar nicht auf die Assassinen eingehen, weil wir haben natürlich auch Druiden mit Pikachu, Aprozi, Exo, Quatzel, die da weit oben dabei sind. Mistel hat sich hier auch noch reingehauen. Ki, auch ein recht gutes Level noch. Bockmok, also die sind da einen Ticken weiter noch als die Assassinen. Flaco eben Ximena, auch über 360. Dann kommen hier noch ein paar Spieler um die 340 bis 350. Da würde ich sagen, dass die Klasse mit den Assassinen grob gleich auf ist. Achso, auch über 350. Nicht alle sind immer ganz oben gleich. Aber verstecken sich immer ganz gerne auch mal da unten. Aber so sieht es da auf jeden Fall im Moment aus. Magier haben wir hier auch ein paar gesehen, aber die hängen einen Ticken hinterher. Halo mit 357, wohl der Level höchste da im Moment. Und dann haben wir noch einen Krieger, den Krieger Herz natürlich, der seinen Namen hier alle Ehre macht. Taube ist auch immer noch weit oben dabei, sogar vom Level her zweithöchster Spieler. Muss ich da eigentlich nur dem Spieler aus Hollywood geschlagen geben. Und das ist auch ein geiler Name, W50. Den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber der Name, der kickt. Definitiv Brazy hier auch noch dabei. Süß. Da haben wir Kampfmagier, genau. Mit Morschwin, That Shiro, Let's Runes mit 350 und Noislav auch. Sind da gerade die höchsten. Minimal hängen sie hinter den Kriegern hinterher. Minimal, ja. Ganz minimal, muss man so sagen. Das ist alles knapp auf und der Dämonenjäger mit IPR 354 hat sich da durchgekämpft. Aber er ist immer noch nicht der Champion. Er will ja noch Champion werden. Aber danach kommt Levantin mit 338, immerhin bei Hollywood. Der könnte noch ein bisschen aufholen, möglicherweise. So sieht es also aus. Also wir haben immer noch eine große Bandbreite an Spielern. Ich glaube, wenn wir mal so um die 300 gehen, sind mega viele Spieler über Level 300.
Also wir haben, glaube ich, locker 800 Spieler über Level 300. Ja, hier sind nicht viele, 200, ja, 700 bis 800 Spieler auf jeden Fall über 300. Das ist ein sehr krasser Wert. Und jetzt kommen wir mal noch zu dem, wo ich drauf eingehen wollte. Wir haben hier Legi-Steine. Also die sind fast so hoch, die Werte, wie bei mir auf S41. Das liegt natürlich daran, das sind halt gerade auch die beiden, die ja ihre Festung so krass gepusht haben. Und das finde ich halt so interessant, weil Mr. Grimm, also ich weiß nicht, wie aktuell seine Steine sind, ne? Aber ich wäre jetzt mal davon ausgegangen, dass er da schon auch mal gesucht hat. Also viele Spieler sind hier mit den Werten. Bei Hollywood, okay, er ist höher, er ist dazwischen. Krieger hat es auch schon bei den 800. Das liegt halt daran, wie weit sie ihre Mine ausgebaut haben. Ja, zum Beispiel Seraphim ist nicht bei Hollywood. Und hat auch nicht eine ganz so eine hohe Mine. Also das könnte man sich auch alles angucken lassen. Aber das sieht man dann halt schon allein anhand der Werte. Weil die Ritterhalle ist auf jeden Fall bei Crit Happens niedriger. So viel kann ich schon mal voraussagen. Und ja, das ist immer noch krass, wie weit dieser Vorsprung an Werten geht. Deshalb sind die beiden natürlich auch sehr, sehr weit vorne dabei. Und wenn man jetzt mal so über die Gilden guckt, sieht man, dass Hollywood in der Spitze am stärksten aufgestellt ist im Moment. Crit Happens kommt hier hin und wieder. Dann Spectrum sehen wir im mittleren Verlauf. Kommt dann auch häufig die Holzfällerhütte, Dead Valley dazu. Project Alpha jetzt hier auch schon. Dann auch nochmal Hollywood mit einem starken Block. Nicht jeder spielt immer auf Ehrenhalle, ne? Nicht falsch verstehen. Aber da merkt man halt auch schon, oder kriegt man ein Gefühl, wie es bei den Gilden aussieht. Und in der Gilden-Ehrenhalle kann man sich das ja auch angucken. Aber wir nutzen dafür einfach mal den Gildenvergleich. Let's go. So, ich habe jetzt nicht mehr die Gilden to watch hier eingemerkt. Also es sind ein paar Gilden jetzt in den Top 22 dabei, die ich vorher in den Gilden to Watch drin hatte. Und ansonsten muss man wirklich sagen, kann man sich das anhand der Gilden-Ehrenhalle auf dem Server direkt angucken, denn da sind ja alle Gilden auch vertreten und die ein bisschen darunter liegen, die sind auch vom Durchschnittslevel her knapp hinter dem Märchenturm. Die haben ein Durchschnittslevel von 273, eine Ritterhalle von 650 und 50 Raids, also 50 Raids haben sie jetzt alle hier mindestens, kann ich schon mal so viel sagen. Und der Märchenturm, der war schon dabei vor einem Monat, also die Werte sind jetzt vom 28.09. und die letzten Werte waren vom 29.08. Ich habe also nur 2 Ziffern vertauscht. Haben da 28 Level in diesem Zeitraum gemacht in dem Monat und 43 Ritterhallenpunkte ist eine solide Leistung, haben sich gehalten. Wie gesagt, einige der Gilden, die ich hier nicht aufgeschrieben habe, die sind vom Durchschnittslevel her zwischen 250 und 270. Also nicht so weit weg, aber Märchenturm hält es. Genauso mit Rohirrim Movie. Und da habe ich jetzt keine Ahnung, wo die Gilde herkommt, ob es sie schon Ehren gab. Valhalla habe ich nicht mehr gefunden, zumindest nicht mehr in dem Bereich, wo sie waren. Deshalb habe ich jetzt hier Rohirrim Movie aufgenommen. Das zählt jetzt hier nicht viel, der Unterschied. Rohirrim Movie hat das gleiche Durchschnittslevel wie Märchenturm, auch 50 Raids, 672 Ritterhalle. Die haben also den Vorsprung in der Ritterhalle und sind deshalb vor dem Märchenturm im Moment bei meinem Vergleich. So. Und jetzt haben wir auch die Wuselbande drin. Die Wuselbande war vorher nur in den Gilden to Watch. The Forest habe ich nicht mehr gefunden, beziehungsweise habe ich danach gesucht. Habe ich danach gesucht und die gibt es halt so auch nicht mehr anscheinend. Deshalb ist da Wuselbande reingekommen. Wuselbande sind vom Durchschnittslevel her etwas stärker als Rohirrim Movie. Von der Ritterhalle aber etwas schlechter. Also hier wird sich das jetzt entscheiden. Hier geht es ja schon um die Top 20. Wie die Entwicklung da bei der Wuselbande einhergeht und auch bei Rohirrim Movie. Das wissen wir ja noch nicht. Den Vergleich haben wir noch nicht. Den kriegen wir aber hoffentlich beim nächsten Vergleich. Gehen wir mal weiter rein. Jetzt kommen wir zu Avalanche. Avalanche war schon zuletzt dabei. Sie haben gefühlt von den meisten Gilden den schlechtesten Level-Progress gemacht. Natürlich ist ein Monat auch eine lange Zeit, da werden viele Spieler ein- und ausgegangen sein. Trotzdem haben sie bei der Ritterhalle ein recht gutes Ergebnis geschafft. Sie sind jetzt immer noch eben vor den anderen Gilden, aber das ist knapp. Also das ist wirklich nicht uneinholbar vorne. Das ist natürlich gut auch für die
Alles live, Leute, bleibt alles drin. Für die Wusel-Bundle oder auch für den Märchenturm Rohirrim-Movie danach zu ziehen. Aber vielleicht legt auch Avalanche wieder einen Gang zu bei den Leveln und dann halten sie auch ihre Position. Werden wir sehen. Darüber steht Black Claw. Black Claw ist auch nur ein Level höher als Avalanche, aber sie haben halt vorher deutlich weniger Level gehabt. Haben also den deutlich besseren Progress mit 35 Leveln. Auch in der Ritterhalle sind sie sehr stark performt. Sie haben zwar immer noch nur 641, sind damit die aktuell am geringsten in meiner Liste, zumindest bisher von den Gilden, die wir gesehen haben. Trotzdem haben sie aber 74 Level gemacht oder Ritterhallenpunkte gemacht in der Zeit. Und das wiederum ist natürlich ein sehr, sehr geiler Wert und stärkt die Gilde halt ungemein. Huch, habt ihr nicht gesehen? Savaria Legio kommt da mit 2 Leveln mehr. Sie haben Black Claw sogar überholt, weil sie einfach noch eine bessere Zeit hatten. Sie haben 39 Level geschafft und phänomenale 94 Ritterhallenpunkte. Damit die erste über 700 hier in der Liste. Deutlicher Vorsprung vor den anderen Gilden. Also da ist natürlich die Position ganz klar gefestigt von Savaria. Aber ja, das ist eine gute Motivation vielleicht auch für die anderen Gilden da nachzuziehen. GZ auf jeden Fall dazu, also 94, das ist schon fast Top 3 Werte. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Also wirklich eine starke Performance da. Ist jetzt egal, ob es an neuen Spielern liegt oder nicht. Trotzdem, overall ist es schon echt ein guter Wert, ja. Shadowhunters kommen als nächstes. Sie sind auch nicht schlecht von den Leveln unterwegs gewesen, aber sie haben jetzt natürlich den Druck von Black Claw und von Savaria, denn Shadowhunters sind vom Level her genauso wie Savaria aufgestellt, aber von der Ritterhalle sogar noch einen Ticken schlechter als Black Claw, was vor allen Dingen daran liegt, weil sie nicht so gut performt haben wie Black Claw, trotzdem 67 Punkte gemacht, das ist vollkommen okay, aber sie spüren sicherlich den Druck und es kann durchaus sein, dass in der Ehrenhalle die Shadowhunters vielleicht sogar hinter den Gilden liegen, weil sie vielleicht schlechter aufgestellt sind von den Einzelcharts oder ein bisschen Pech haben. Ich kann euch sagen, die Gilden-Ehrenhalle ist immer noch mega, mega knapp und undurchsichtig. Wir gucken am Ende dann nochmal rein. Wir gehen aber erstmal die reinen Level durch. Nach den Shadowhunters oder vor den Shadowhunters liegen der Gentleman's Club. Und der Gentleman's Club, man kann das jetzt fast wiederholen, was ich gerade zu Shadowhunters gesagt habe, auch einen ordentlichen Progress gemacht, aber von den Leveln und von der Ritterhalle nicht so stark wie die anderen Gilden. Deshalb ist hier der Abstand sehr, sehr gering. Also von diesen Platzierungen hier, ja, das ist wirklich mega knapp. Eigentlich kann man die Wuselbande auch noch dazu nehmen. Ja, das ist alles nicht viel. Das kann sich in einem Monat ändern. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr interessant und zeigt halt, dass trotzdem einige Spieler aufgehört haben auf dem Server, einige gildenlose Spieler, wenn man die zusammenfasst, ja, die werden auch locker hier in der Position vom Durchschnittslevel. Trotzdem ist der Server immer noch stark und breit aufgestellt. Meer ist jetzt als nächstes dran und Meer hatte auch eine richtig geile Zeit. Muss man sagen, sie haben 40 Level geschafft im Schnitt, sind dadurch immer noch weit vorne, haben Gentleman's Club überholt, haben die Shadowhunters hinter sich gelassen. Und sie haben auch richtig geil in der Ritterhalle performt mit 89 Punkten, sind damit auch bei 710. Ja, damit sind sie auf jeden Fall gefestigt in den Top 15. Sie sind im Moment, glaube ich, 14. wenn ich es richtig sehe. Brauchen sich jetzt auch nicht so die Gedanken machen, aber müssen natürlich dranbleiben. Müssen dranbleiben. So, genau, jetzt habe ich es. Und danach kommt Husi. Und Husi war auch schon dabei. Vom Level her fast so gut wie Meer. Das ist jetzt zwischen den beiden Gilden wiederum mega knapp. Aber von der Ritterhalle haben sie 99 Punkte gemacht, sind auch aufs über 700 gekommen, hatten halt deutlich weniger, haben da jetzt ein bisschen aufgeholt, sind damit auch in den Top 3 Werten der Ritterhallenpunkte für diese Zeit untergekommen. Und ja, das ist auch also ein geiler Zweikampf hier. Oder? Gibt es sogar einen Dreikampf? Nein, gibt es nicht. Weil Legion of Doom hat dann doch nochmal einen erheblichen Vorsprung. Legion of Doom mit 295er Durchschnittslevel haben 44 Level gemacht in dieser Zeit, also nochmal erheblich mehr als die anderen Gilden und trotzdem bei der Ritterhalle ähnlich stark performt, haben sogar auch mehr, ja, wenn auch nur einen Punkt mehr als mehr aktuell, mehr. Aber man sieht auch Savaria Legio mit 723 bisher noch top unterwegs, also sie haben das größte Potenzial, was die Ritterhalle betrifft. Trotzdem Legion of Doom, wenn sie so weiter performen, ist Husi und Möhr nicht in der Lage, sie zu überholen. Aber Legion of Doom muss ja selber auch aufholen. Rising Star.
Und sie haben schon auf Rising Star aufgeholt, müssen aber im Prinzip nochmal so gut performen vom Level her, um das dann auch zu schaffen. In der Ritterhalle haben sie Rising Star überholt. Da ist Rising Star mit 58 Punkten okay unterwegs gewesen, aber sie spüren erheblichen Druck von diesen 3 Gilden, die alle eine bessere Zeit hatten. Im Moment, Hintergründe kennen wir nicht. Ja, ist auch nicht negativ Rising Star gegenüber, aber vielleicht, wenn der Gildenleiter von Rising Star das jetzt nochmal so sieht, wäre es halt ganz gut, da nochmal zu gucken, was kann man vielleicht verbessern, wo können wir uns noch besser aufstellen für die nächsten Gildenvergleich. Dann kommen wir zu den Spektronen, die Dauerläufer da oben. Hier geht es jetzt schon mittlerweile um die Top 10. Sie haben das höchste Durchschnittslevel im Moment mit 306. Hatten 43 Level geschafft, also zweitbester Wert bisher. Von der Ritterhalle haben sie auch gut performt mit 87 Punkten. Also die haben auf jeden Fall auch ordentlich abgesahnt in der Zeit. Dadurch auch Rising Star überhaupt überholt, muss man sagen. Einen Platz gut gemacht. Und sogar so, dass man sagen kann, ja, hier, wir haben überall die Vorteile dabei. Ne? Also da auch dahingehend hat Rising Star ja Druck schon gespürt. Also Rising Star, ich gönn's jedem, aber die Spektronen, denen gönn ich's auch. Ja? Weil die wirklich immer so unauffällig, aber stark unterwegs sind. Und jetzt kommen wir zu den wirklichen Hungry Hippos. Die waren schon beim letzten Vergleich positiv aufgefallen und haben hier nochmal die Skala gesprengt mit 54 Leveln. Das sind die meisten Level, die sie gemacht haben. Sie sind damit vor die Spektronen katapultiert. Sie haben einige Gilden überholt. Die Spektronen, Rising Star, sie haben vor allen Dingen den Vorsprung von Legion, Husi mehr, alles wettgemacht. Ja. Die sind da jetzt eine richtige eigene Partei und haben trotzdem 91 Ritterhallenpunkte geschafft. Sind zwar immer noch nicht besser als Savaria Legio, aber wirklich sehr, sehr stark unterwegs. Also hier weiß man nicht, wo der Weg hingeht. Geht der noch weiter hoch oder nicht? Aber die waren auch schon beim letzten Mal, wie gesagt, sehr positiv aufgefallen. Und das ist natürlich dann besonders gut, wenn man bei 2 Vergleichen hier Top-Werte erreicht. Denn das nächste Ziel von den Hungry Hippos wäre Olympia. Und Olympia ist natürlich auch eine Gilde, mit der muss man rechnen. Olympia eigentlich sehen die Werte richtig schlecht aus im Vergleich, aber trotzdem hatten sie eine gute Zeit. Und deshalb konnten sie auch ihren Vorsprung immer noch halten, auch wenn er geschrumpft ist. Sie haben ein bisschen Nachholbedarf noch bei der Ritterhalle, also nicht nur gegenüber den Hippos. Man hat jetzt gesehen, was ist möglich. Da geht es ja auch um langfristige Platzierung auch in der Ehrenhalle. Ritterhalle macht auch schon ein bisschen was aus, auch in der Ehrenhalle. Klar, durch die Steine und so, die Werte sind ja dann besser. Wird sehr interessant sein zu sehen, ob sie sich den hungrigen Hippos vielleicht auch ergeben müssen. Oder ob sie ihre Position halten oder sogar noch verbessern können. Weil im Prinzip geht es Project Alpha ähnlich wie Olympia. Project Alpha hat aber den Vorteil, dass sie schon richtig nice auch in der Ritterhalle unterwegs sind. Bei 730 im Moment Top-Wert von allen Gilden. Aber vom Level her waren sie ein bisschen schlecht unterwegs. Okay. Also Project Alpha, auch ein ganz nicer Fight. Ich würde jetzt mal hier einen Dreikampf draus machen. Anhand der bisherigen Werte. Darüber stehen die Knights Hosseini und sie haben hier das farbigste Bild. Sie haben nämlich 47 Level geschafft. Das ist der zweithöchste Wert. Auch bei der Ritterhalle haben sie 104 Punkte geballert. Das ist ja anscheinend eine Community-Gilde von Terra gewesen oder immer noch. Und das ist natürlich für eine Community-Gilde extrem krass. Also muss man wirklich sagen, Respekt. Sie waren ja immer eigentlich von Vergleich zu Vergleich auch besser geworden. Aber hier haben sie wirklich die Top-Werte gesprengt, so fast. Also auf jeden Fall die Gilde, die am besten performt hat in diesem Vergleich. Und deshalb größter Respekt. Und ja, hier geht es vielleicht sogar in die Top 5. Die wird aktuell belegt von der Holzfällerhütte. 126er Durchschnittslevel, also der Vorsprung, der ist noch da. Ritterhalle ist auch ein sehr enges Feld. Sie hatten eine gute Woche. Eine gute Woche, sage ich schon, einen guten Monat. 36 hier, 73 dort. Das ist schon, wenn man mal hier unten noch mal guckt, auch sehr gut konkurrenzfähig, aber es reicht natürlich nicht jetzt, um komplett die Spitze zu springen. Das wollen sie ja, glaube ich, auch nicht. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch. Und ja, hier geht es jetzt auch nicht darum, wer irgendwie auch wieder mehr neue Spieler aufgenommen hat oder so. Ich habe ja einfach nur die Werte
vor mir dementsprechend. Zumindest wurde damals ja gesagt, dass sie keine Spieler aufnehmen. Und das kann natürlich auch ein Nachteil sein, erstmal kurzfristig, mittelfristig, langfristig wird man es dann halt sehen, wie die Holzfällerhütte da weiter performt oder ob die Knights da vorbeiziehen. Ja, also das ist möglich. Vor der Holzfällerhütte ist Dead Valley, aber auch nicht mega weit. Ja. Dead Valley hat die Holzfällerhütte überholt in dem Zeitraum, haben 10 Level im Schnitt mehr gemacht, bei der Ritterhalle auch nochmal 16 mehr, haben insgesamt zwar noch einen geringeren Wert als die beiden Teams, aber ja, das ist auch wiederum ein enges Feld. Ja. Also ich würde mal jetzt auch die 3 dazu nehmen. Ja, fast, eigentlich müsste man Project Alpha trotzdem hier mit reinrechnen, also eigentlich ist alles eng. Ja. Also, es ist ein 22-Kampf. Ja, Dead Valley aber auch von Anfang an dabei gewesen, genauso wie Spektrum, die, ja, okay, alles klar, die sind von den Werten her fast genauso. Oder das ist einfach ja hier ein Mehrfachkampf, ein Multikampf, ja. Das ist krass. Spektrum vom Level her aber nicht so gut wie Dead Valley unterwegs, deshalb ist das alles auch so knapp. Von der Ritterhalle auch nicht, also das ist echt krass, also auch, wow. Klar, hat Holzfällerhütte eingebüßt gegenüber den beiden Gilden, aber die sind halt jetzt nicht weg vom Fenster dadurch, ne? Also das gar nicht. Ne? Das ist alles mega knapp. Mega, mega knapp. Ja. Rang 2 Gilde im Moment ist Grid Happens. Wer hätte das gedacht? Das waren sie auch schon vorher. Vor Dreamland. Und sind sie geblieben. Und haben nochmal Levelvorsprung. 30 Level im Schnitt geschafft. 74 Ritterhallenpunkte. Ist jetzt auch weniger als die anderen beiden Gilden, aber hier kann man auch davon ausgehen, dass sie ihre Position halten werden. Ja, also es kann noch ein bisschen enger werden, ganz klar. Aber also wenn jetzt nicht wieder so eine krasse Geschichte passiert, hoffe ich natürlich, wenn ich den nächsten Vergleich habe, könnte es durchaus sein, dass die Werte sich da wieder angepasst haben. Aber es kommt natürlich auch immer wieder auf die einzelnen Spieler drauf an. Aber Crit Happens ist auch eine Gilde, mit der man immer rechnen muss und die immer den Anspruch hat, auch sehr weit vorne dabei zu sein. Ja, und Top of the Top ist im Moment natürlich Hollywood. Wir haben es ja schon gesehen in der Ehrenhalle auch, in den einzelnen Spielern. Sie haben nicht nur die Levelhöchsten, sondern auch die stärksten Spieler im Schnitt. Ich habe es jetzt nicht auf alle Klassen gebündelt, aber so overall reicht es. Ich denke, da gibt es gerade im Moment auch keine Unterschiede bei den Kämpfen, irgendwie keine Abweichungen großartig. Sie haben halt auch 100 Ritterhallenpunkte geschafft in dieser Zeit, zweithöchsten Wert geballert, vom Level her 37. Also den Vorsprung, der da war, ausgebaut. Und ja, das ist auf jeden Fall krass. Und hier müssen sie jetzt natürlich auch dranbleiben. Ne? Es hilft nichts, zwischenzeitlich ganz weit oben zu sein. Ich meine, Hollywood war auch immer irgendwo Top 3. Ne? Also ist jetzt nicht so eine Eintagsfliege. Aber man muss natürlich dranbleiben. Und das ist auch nicht immer einfacher als Nummer 1. Und wir können jetzt nochmal abschließend zu dem Thema gerne mal in die Ehrenhalle gucken. Denn klar, ich habe jetzt nur die Werte. Level und Ritterhalle, das sagt jetzt nichts komplett über die Stärke der Gilde aus. Aber das wird sich das Bild ein bisschen decken. Ja, wir gehen mal von oben. Wir sehen Hollywood ganz klar vorne, auch von der Ehre her. Da gibt es nichts. Crit Happens hier souverän auf der 2. Dead Valley da aktuell sogar auf der 3. Nicht wundern, wenn die Werte jetzt hier ein bisschen unterschiedlich sind. Denn ich habe ja die Gildenwerte einen Tag Ehren aufgenommen. Die Knights sind da tatsächlich auf dem 6. Platz. Ja, also wenn ich nochmal gucke, das deckt sich eigentlich fast komplett, außer dass Dead Valley und Holzfällerhütte hier vertreten sind. Aber hier muss man auch sagen, das sind 17 Ehrenhalle-Punkte, 7 Ehrenhalle-Punkte. Das kommt immer drauf an, wer macht mal einen Fight oder gegen wen kämpft man, wie viel Ehre kriegt man da. Also die kämpfen tatsächlich gerade richtig um Platz 3, die 3 Gilden hier. Und die Knights scheinen aber da gerade auch sich eben schon einmischen zu wollen. Und darunter haben wir Project Alpha, Olympia, Spektron, die sind auch innerhalb von 100 Ehrenhallenpunkten, das ist auch sehr knapp. Und da kommen auch schon die Hungry Hippos und Rising Star. Also das sind genauso diese Bundles, die wir auch hier schon gesehen haben. Da sind die Hungry Hippos sogar noch ein bisschen schlechter aufgestellt als die Spektronen, aber man wird halt sehen, ob die sich noch nach vorne pushen. Auch in diesem Bereich. Wir sehen zum Beispiel Märchenturm hier auf der 14 im Moment, aber das ist halt auch noch dem geschuldet. Manche Gilden machen
die Raids, ne? Wir haben einige Gilden, die haben 58 Raids schon gemacht. Das bringt halt eigentlich nichts. Und das wird sie auch noch ein bisschen aufklären, aber wir haben fast alle Gilden hier in der Top 22, die auch dazugehören. Gut, Fellas zum Beispiel, die haben es nicht ganz geschafft in die Liste, aber die haben, und das hier, Alvila Karkosei, die haben es auch nicht ganz geschafft in die Liste. Das sind so Gilden to watch. Wenn wir die beiden wegziehen, haben wir mehr und die Blackclaw dabei und dann passt das auch schon wieder. Ja, Moha Power ist auch noch eine Gilde to watch auf jeden Fall. The Prophecy ist eine Gilde to watch nach wie vor. Das sind alles Gilden über Level 260 im Schnitt. Und die sind halt auch in den Top 30 in der Ehrenhalle. Und das deckt sich jetzt immer mehr. Und das wird interessant sein zu sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Und ich hoffe, der Part hat euch gefallen soweit. Ja, würde ich sagen, haut rein. Macht Tschüss und Servus, euer Basti. Ciao.